Hi, ich bin Dr. Sirus, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in der Define Klinik und heute möchte ich mit euch über das Lipödem sprechen. Was ist das? Wie wird das diagnostiziert? Und warum ist die Vasalliposuktion einer von den besten Therapiemethoden? Das wichtigste Merkmal eines Lipödems ist die Fettverteilungsstörung. Es bedeutet, die Fettzellen sind größer und zahlreicher. Wir haben übermäßige Fettansammlung in der Unterhautschicht und diese Fettverteilungsstörung ist nicht gleichmäßig im Körper verteilt. Gesäß, Hüfte, Beine und auch manchmal Arme sind betroffen. Was sind die Symptome? Wie ich bereits erwähnt habe, die Fettverteilungsstörung an den Hüften, Beinen und auch manchmal Armen. Wichtig ist, der Bauch, die Hände und die Füße sind nicht betroffen. Diese Fettverteilungsstörung ist symmetrisch. Es bedeutet, wenn die Beine betroffen sind, sind die beiden Beine und auch in ähnlicher Ausprägung betroffen. Durch die übermäßige Fettansammlung wird die Haut auch beansprucht und wir sehen ein unebenes Hautbild mit Knötchen, Wellen und Dellenbildung. Ebenfalls berichten fast alle Patientinnen von Schmerzen, Schwellung, Spannungsgefühle, Druckempfindlichkeit, Tendenz zu blauen Flecken oder die sogenannten Hämatomen. Ich höre auch sehr oft meine Patientinnen erzählen, sie haben Diät, Sport oder sogar Gewichtverlust gehabt, aber diese Fettansammlungen sind bestehen geblieben. Sie haben sich nicht geändert. Und in den Symptomen dürfen wir natürlich die psychischen Belastungen nicht vergessen. Das Lipödem ist eine chronische Erkrankung, die sich verschlechtert. Und deswegen ist das Wohlbefinden von vielen Patientinnen beeinträchtigt. Das Lipödem tritt fast nur bei Frauen auf. Warum? Das Lipödem hat genetische und hormonelle Ursachen. Die weiblichen Hormone, insbesondere Östrogen und auch Östrogenveränderungen und Schwankungen, wie zum Beispiel in der Pubertät, während der Schwangerschaft und auch in den Wechseljahren, können den Ausbruch und auch die Verschlimmerung von Lipödem begünstigen. Patienten berichten oft, dass sie zum ersten Mal bei der ersten Schwangerschaft oder auch sogar in den Wechseljahren die Veränderungen bemerkt haben. Auch sehen wir oft familiäre Häufungen. Zum Beispiel habe ich gesehen, in einer Familie die Mutter mit 2 Töchtern mit der Diagnose Lipödem. Das weist auf eine genetische Ursache auf. Wichtig, die Männer werden extremst selten von Lipödem betroffen und wenn, nur im Rahmen von den hormonellen Störungen. Darauf müssen wir wirklich achten. Wie diagnostiziere ich ein Lipödem? Ich achte natürlich auf die Symptome und ich mache eine sorgfältige Anamnese und körperliche Untersuchung. Normalerweise reicht das. Ich brauche keine speziellen Laboruntersuchungen oder Bildgebungen, um das Lipödem diagnostizieren zu können. Manchmal aber es ist wichtig, manche Krankheiten mit den ähnlichen Symptomen auszuschließen. Zum Beispiel eine dekompensierte Herzerkrankung, manche Nierenerkrankungen, manche Schilddrüsenerkrankungen wie eine Unterfunktion oder auch Lymphödem. Das ist eine Krankheit vom Lymphsystem oder auch Adipositas. Dann könnte es sein, dass ich spezielle Laboruntersuchungen durchführe und auch meine Patientinnen zu den anderen Fachärztinnen oder Fachärzten überweise, um diese Erkrankungen auszuschließen zu können. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass die übermäßige Fettansammlung bei dir mehr im Bereich von den Oberschenkeln sind oder bei einer Freundin mehr im Bereich von den Armen. Darauf achte ich auch während der körperlichen Untersuchung und so kann ich den Typ und das Stadium von Lipödem bestimmen. Die Typisierung ist abhängig von der Lokalisation. Hier haben wir verschiedene Einteilungen, aber eine gängige Einteilung ist Lipödem Typ 1 im Bereich von den Hüften und Gesäß, Typ 2 von den Hüften bis zum Knie, Typ 3 ist die übermäßige Fettansammlung von den Hüften bis zum Knöchel, Typ 4 im Bereich von den Oberarm und Typ 5 nur im Bereich von den Unterschenkeln. Gleichzeitig, wenn ich meine Patientinnen inspektiere, also die anschaue und auch palpatiere,
also die Gewebe antaste, kann ich das Stadium bestimmen. Die Stadien sind dann wie folgt. Stadium 1, hier sehen wir eine glatte Hautoberfläche, gleichmäßig verdicktes Unterhautfett und fein knotige Fettstruktur. Stadium 2, ungleichmäßige, wellige Hautoberfläche und grob knotige Fettstruktur. Und im Stadium 3 sehen wir starke Umfangsvermehrung mit überhängendem Gewebe, oft in Form von Fettlappen. Wichtig ist zu wissen, dass die Schmerzen im Lipödem nicht im direkten Zusammenhang vom Stadium sind. Könnte sein, dass manche Frauen in Stadium 1 sehr viele Schmerzen haben, im Vergleich zu manchen Frauen im Stadium 3, die deutlich weniger Schmerzen und Beschwerden haben. Und auch sehr wichtig, Lipödem ist progredient. Diese Krankheit verschlechtert sich. Aber wie lange es dauert, bis das Stadium 1 zu Stadium 3 übergeht, ist sehr individuell, multifaktoriell und kann nicht vorhergesagt werden. Hier ist mir sehr wichtig, die Patientinnen frühzeitig, am besten im Stadium 1 zu diagnostizieren und zu therapieren, weil so kann ich das Fortschreiten vom Lipödem am besten verlangsamen. Wie behandle ich ein Lipödem? Die Behandlung hat zwei Teile, die konservative Therapie und die operative Therapie. Die konservative Therapie umfasst die Kompressionstherapie mit angepassten Kompressionskleidung, die manuelle Lymphdrainage, das ist eine spezielle Massagetechnik für die Lymphgefäße, und die Bewegungstherapie. Diese Therapien konzentrieren sich auf das Lymphsystem und verbessern den Abfluss von der Lymphflüssigkeit, sodass die Schmerzen und Spannungsgefühle im Bereich von den Extremitäten sich verbessern. Auch bei der konservativen Therapie müssen wir auf eine ausgewogene Ernährung achten und die psychische Unterstützung nicht vergessen. Hier kann eine Psychotherapie oder die Teilnahme an den Selbsthilfegruppen sehr hilfreich sein. Dann kommen wir zur operativen Therapie. Die konservative Therapie kann das krankhafte Fettgewebe nicht entfernen. Ich brauche eine Methode, damit ich die krankhaften Fettzellen entferne. Und gut zu wissen, diese Zellen können sich nicht ersetzen, weil bei den Erwachsenen ist die Anzahl von den Fettzellen konstant. Sie können sich nicht vermehren, sie werden nur größer oder kleiner. Also, wenn ich eine Methode habe, damit ich die krankhaften Fettzellen entfernen kann, dann habe ich eine langfristige Verbesserung. Und diese Methode ist die Liposuktion. Mit einer Liposuktion entferne ich das übermäßige Fettgewebe und dadurch verbessern sich die Schmerzen, Schwellung, Druckempfindlichkeit und Spannungsgefühle in den betroffenen Arealen und auch dauerhaft und nicht vorübergehend. In der Regel brauchen die Patientinnen mehr als nur eine Liposuktion, weil, wie ich bereits erwähnt habe, sind normalerweise mehrere Areale betroffen und auch die Liposuktion soll schonend und vorsichtig durchgeführt werden. Also, um alle betroffenen Areale ausreichend und vorsichtig und schonend behandeln zu können, brauchen wir eine moderne und gewebeschonende Methode. Und hier kommt die Vaser-Liposuktion zum Einsatz. Das Vaser wird vor der Liposuktion benutzt und kann mit Ultraschallwellen gezielt die Fettzellen verflüssigen. So kann ich sehr präzise arbeiten und das umliegende Gewebe wie die Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven schonen. Deswegen haben meine Patientinnen nach einer Vaser-Liposuktion deutlich weniger Schmerzen, Schwellung und blaue Flecken. Sie mobilisieren sich sehr schnell und sie erholen sich sehr gut. Zudem ist das nachgewiesen worden, dass die Ultraschallwellen die Kollagenproduktion in der Haut aktivieren und so kann im Laufe der Zeit die Hautqualität sich verbessern. Das ist nochmal ein Pluspunkt für meine Patientinnen. Nach der Vaser-Liposuktion und nachdem ich das krankhafte Fettgewebe dauerhaft entfernt habe, bleiben meine Patientinnen eine Nacht hier bei uns in der Define Klinik. Es ist mir sehr wichtig, dass meine Patientinnen in unserer Privatklinik und in den besten Händen die erste Nacht verbringen, versorgt werden und sich um nichts kümmern müssen.
Am nächsten Tag entlasse ich meine Patientinnen und ich gebe denen einen Plan für die Kompressionstherapie und Lymphdrainage und auch eine Einleitung für die Schmerztherapie und die Thromboseprophylaxie. Das ist natürlich sehr wichtig. Die erste Kontrolle erfolgt nach einer Woche und natürlich bin ich jederzeit für meine Patientinnen bei Fragen erreichbar. Falls du dich in den Symptomen von Lipödem wiedererkannt hast, kontaktiere uns und komm zu mir in die Define Klinik für ein Beratungsgespräch. Ich bin für dich da.